Jeden Morgen warf Jack seine Angel ins Wasser und wartete geduldig darauf, dass die Fische anbeißen. Doch Jacks Routine nahm eine kurvenreiche Wendung, als ein kleiner Bärenjunges begann, ihn zu besuchen. Das Jungtier, mit seinem weichen Fell und den leuchtenden Augen, watschelte zum Ufer des Sees und beobachtete Jack mit unschuldiger Neugier. Zunächst fand Jack das amüsant. Das Jungtier saß dort und wartete, bis Jack einen Fisch fing, und dann rannte es mit seiner Beute in den Wald. Jack dachte sich nichts dabei, bis er eines Tages bemerkte, dass sich das Verhalten des Jungtiers änderte. Es wirkte ängstlich und blickte immer wieder zu den Bäumen zurück, als ob es sich um etwas sorgte. Entschlossen, diese seltsame Freundschaft zu verstehen, beschloss Jack eines Tages, dem Jungtier zu folgen. Er beobachtete, wie es einen Fisch in seinen kleinen Pfoten hielt und durch das Gestrüpp rannte. Jacks Herz raste vor Neugier und Besorgnis. Wohin könnte das Jungtier gehen? Nach ein paar Minuten vorsichtigen Verfolgens fand sich Jack am Rand einer kleinen Lichtung wieder. Dort sah er, wie das Bärenjungtier seine Mutter sanft anstieß, die am Boden lag und sich nicht bewegen konnte. Jacks Herz sank. Die Mutterbärin war verletzt, ihr Bein in einer grausamen Metallfalle gefangen. Das Jungtier jammerte leise und versuchte, sie zu trösten, aber es war klar, dass sie Hilfe benötigte. Jacks Instinkte setzten ein. Er rief um Hilfe, seine Stimme hallte durch die Bäume. Bald kam eine Gruppe von Wildtierrettern, ausgestattet mit Werkzeugen und Mitgefühl. Sie befreiten die Mutterbärin vorsichtig aus der Falle und leisteten erste Hilfe, während Jack in der Nähe blieb, sein Herz schwer vor Sorge. Während die Retter arbeiteten, bemerkte Jack, dass das Bärenjungtier sie aufmerksam beobachtete, sein kleiner Körper zitterte vor Angst und Hoffnung. Als die Mutterbärin stabilisiert war, übernahm Jack die Aufgabe, sich um das Jungtier zu kümmern, das während des Vorfalls so mutig gewesen war. Er richtete einen kleinen Bereich in der Nähe seines Hauses ein, bot Futter und Pflege an, in der Hoffnung, sowohl dem Jungtier als auch seiner Mutter bei der Genesung zu helfen. Die Tage wurden zu Wochen, und Jack entwickelte eine Bindung zu dem Bärenjungtier. Er saß mit ihm, erzählte Geschichten aus seinem Leben am See, während das Jungtier zuhörte, seine Augen weit vor Neugier. Jack erfuhr, dass das Jungtier nicht nur zum Fressen kam, es kümmerte sich um seine verletzte Mutter und zeigte eine Liebe, die die Arten überstieg. Schließlich, nach einer erfolgreichen Operation und viel zärtlicher Pflege, war das Bärenjungtier bereit, in den Wald zurückzukehren. Jack verspürte einen bittersüßen Schmerz in seinem Herzen, als er sich auf ihre Freilassung vorbereitete. Er nahm das Jungtier mit zu der Lichtung, an der sie sich zum ersten Mal getroffen hatten, die Sonne schien hell über ihnen. Als er das Tor öffnete, um das Jungtier gehen zu lassen, hielt es inne und schaute zu Jack zurück. In diesem Moment fühlte Jack eine Verbindung, die über Worte hinausging. Das Jungtier neigte seinen Kopf, als wollte es Danke sagen, bevor es in den Wald zurücksprang. Jack sah zu, Tränen liefen ihm über das Gesicht, während er eine Mischung aus Freude und Traurigkeit verspürte, als ihm bewusst wurde, dass er einen Unterschied in ihrem Leben gemacht hatte. Von diesem Tag an wurde Jack ein aktiver Naturschützer. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.